Liebe werdende Mama, die neue S3-Leitlinie zur vaginalen Geburt am Termin ist am 12. Januar 2021 erschienen und bietet einen neuen, aktualisierten Leitfaden für Hebammen und Gynäkologen für die Klinikgeburt. In diesem Video habe ich mir alle wichtigen Punkte zum Thema Schmerzmanagement herausgesucht, die ich dir gerne erläutern und ein wenig ausführlicher erklären möchte. Ich bin Mama von 2 Kindern, ausgebildete Hypnobirthing- und Babymassage-Kursleiterin, Rückbildungstrainerin, Entspannungstrainerin und Wochenbettcoach. Schön, dass du mein Video anschaust. Auf diesem Kanal findest du jede Woche das wichtigste Wissen rund um Schwangerschaft und Muttersein. Wenn du neu hier bist, dann lohnt es sich zu abonnieren. Außerdem laufen aktuell alle Kurse, die ich gebe, als Online-Live-Kurse. Alle Termine findest du auf meiner Webseite, die ich dir unten in der Infobox verlinkt habe. Das sogenannte Schmerzmanagement während der Geburt wird oftmals auf Schmerzmittel reduziert, doch es gibt noch die sogenannten alternativen Methoden. Welche dieser Methoden es in die S3-Leitlinie geschafft haben, erfährst du in diesem Video. Nummer 1. Das Personal soll die Frau im Schmerzmanagement unterstützen. Ab Seite 43 widmet sich die S3-Leitlinie dem sogenannten Schmerzmanagement. Eingeleitet wird dieser Abschnitt mit einer Empfehlung an das gesamte mitwirkende Personal während der Geburt. Der erste Punkt behandelt die persönliche Einstellung des Personals gegenüber Geburtsschmerzen. Angehörige von Gesundheitsberufen sollen sich ihrer eigenen Haltung gegenüber Geburtsschmerzen bewusst sein und die Betreuung darauf ausrichten, die Frau in ihrer Entscheidung zu unterstützen, also ihre persönliche Meinung bewusst zurückstellen. Direkt zu Beginn dieses Abschnitts ein sehr wichtiger Punkt, wie ich finde, denn die Unterstützung gerade im Hinblick auf Geburtsschmerzen sollte auf die werdende Mama ausgelegt sein. Unabhängig davon, welche Mittel und Methoden die Hebamme oder der Arzt, die die Geburt begleiten, präferieren. Oberstes Ziel sollte es sein, der werdenden Mama dabei zu helfen, ihren Weg und ihr Mittel zu finden. Egal ob klassische Schmerzmittel oder alternative Methoden. Denn nur, wenn auf dich und deine Bedürfnisse individuell eingegangen wird, fühlst du dich als Gebärende verstanden, unterstützt und ernst genommen. Solltest du als Mama also merken, dass deine Wünsche nicht gehört werden, kannst du Angebote ohne dringende Indikation ablehnen. Es ist deine Geburt und solange alles in Ordnung ist, bestimmst du, was gemacht werden darf. Nummer 2. Atem- und Entspannungstechniken zur Geburtsarbeit. Diesen Punkt finde ich vor allem als Hypnobirthing-Coach sehr wichtig. Der erste konkrete Punkt zum Schmerzmanagement bezieht sich auf Atem- und Entspannungstechniken während der Geburt. Es wird die klare Empfehlung gegeben, die Gebärende hier in ihrer Entscheidung zu unterstützen. Die Gebärende soll also dazu ermutigt und darin bestärkt werden. Wenn du dich vielleicht bereits ein wenig mit Hypnobirthing und der Methode dahinter auseinandergesetzt hast, weißt du, dass vor allem die Atmung und auch die Entspannung während der Geburt maßgeblich dazu beitragen, dass die Geburt ruhig verläuft und oftmals seltener Schmerzmittel benötigt werden. Hierfür ist aber natürlich ein ruhiges und unterstützendes Umfeld von großer Wichtigkeit. Dazu kann der Partner, aber auch die Hebamme wunderbar beitragen. Aber egal, ob du dich mit Hypnobirthing vorbereitet hast oder nicht, ist der Zuspruch der Hebamme ein wichtiger Aspekt. Sie gibt der werdenden Mama Sicherheit und kann sie darin bestärken, dass sie ruhig und gleichmäßig atmet und ihren Körper optimal unterstützt. Auch bei den Entspannungsübungen kann die Hebamme den werdenden Eltern entweder etwas während der Geburt zeigen und ihnen Tipps geben, oder sollten die Eltern bereits Entspannungsübungen kennen und nutzen, sie ermutigen und bestärken. Wichtig ist in jedem Fall, dass die Hebamme ihre persönliche Meinung zu Entspannungstechniken im Vergleich zum klassischen Schmerzmittel und auch zu speziellen Atemtechniken zurückstellt und sich ganz den Bedürfnissen der werdenden Eltern anpasst. Nummer 3. Massage oder Wasser zur Schmerzlinderung. Auch die nächsten beiden Empfehlungen in der Leitlinie gehören zur alternativen Schmerzlinderung. Zum einen soll jede Frau, die sich nach erlernten Massagetechniken von ihrer Geburtsbegleitung massieren lassen möchte, in ihrer Entscheidung unterstützt werden. Außerdem soll ihr die Möglichkeit angeboten werden, die Wehen zur Schmerzlinderung im Wasser zu verarbeiten.
Auch diese beiden Dinge sind für eine natürliche Geburt von großer Wichtigkeit. Natürlich vorausgesetzt, die werdende Mama wünscht sich eines davon. Wenn sie also den Wunsch nach der Gebärwanne äußert, ist es wichtig, sie zu unterstützen und das Ausprobieren der Gebärwanne möglich zu machen. Sollte sie doch merken, dass es nicht das Richtige ist, hat sie es zumindest einmal ausprobiert. Genau dasselbe gilt für Massagen während der Geburt. Manche Partner geben der werdenden Mama bereits in der Schwangerschaft immer wieder mal eine Massage und wissen somit ganz genau, was der werdenden Mama gut tut. Auch in meinen Hypnobirthing-Kursen erlernen die werdenden Eltern eine Massage, die sogenannte Light-Touch-Massage. Sie dient ganz gezielt dazu, der werdenden Mama Entspannung zu schenken und ihr zu helfen, Endorphine als Wohlfühlhormone während der Geburt zu produzieren und freizusetzen. Unterstützung durch den Partner ist hier also sehr wichtig, ebenso wie die Bestätigung der Hebamme als Fachperson. Nummer 4. Musik. Ein weiterer Punkt, der zum Thema Schmerzmanagement dazu zählt, ist die Musik. Auf Seite 44 der Leitlinie wird empfohlen, die Gebärende darin zu unterstützen, Musik ihrer Wahl abzuspielen. Und auch hier ist die Geburtsvorbereitung mit Hypnobirthing eine tolle Vorbereitung. Denn im Hypnobirthing-Kurs erlernen die Paare mit Hilfe der Regenbogenentspannung und einigen anderen tiefen Entspannungstracks gezielt zu entspannen und die Geburt positiv zu beeinflussen. Solltest du keinen mentalen Geburtsvorbereitungskurs in der Schwangerschaft gemacht haben, kannst du hier ganz einfach auf Songs zurückgreifen, die dir gefallen, die dich entspannen und die du vielleicht aus anderen Schwangerschaftskursen kennst und mit denen du etwas Positives verbindest. So ist man als werdende Mama gut vorbereitet und hat Musik zum Abspielen parat. Nummer 5. Alternative Methoden wie Akupunktur oder Hypnose. Auf der nächsten Seite der Leitlinie widmet sich ein Punkt ganz speziell der Schmerzlinderung und Entspannung während der Geburt. In diesem Punkt wird klar beschrieben, dass Akupunktur, Akupressur, Hypnose, Aromatherapie und Yoga keine nachteilige Wirkung auf die Geburt haben, aber von jemandem angewendet werden sollen, der eine entsprechende Ausbildung hat. Meiner Meinung nach ein weiterer wichtiger Punkt, denn alternative Methoden können immer eine tolle Alternative und natürlich auch eine Ergänzung zur klassischen Medizin sein. Bei der Akupunktur oder auch Akupressur ist es natürlich erforderlich, dass die Hebamme, die die Geburt betreut, eine der beiden Techniken beherrscht. Sonst kann man sie als Gebärende nicht in Anspruch nehmen. Yoga, Aromatherapie und Hypnose hingegen sind Dinge, die man im Vorfeld, also in der Schwangerschaft, vorbereiten oder üben kann und dann mit seinem Partner während der Geburt anwenden. Yoga hält fit, hilft die Atmung zu verbessern und bereitet den Körper auf die Geburt in Bewegung vor. Mit Aromen sollte man sich auch bereits in der Schwangerschaft beschäftigen, um seinen passenden Duft oder gegebenenfalls eine kleine Auswahl an Düften individuell zusammenzustellen. Selbsthypnose-Techniken wie zum Beispiel im Hypnobirthing werden auch schon in der Schwangerschaft erlernt und geübt, damit sie während der Geburt ihre entspannende Wirkung entfalten können und die werdende Mama voll und ganz entspannen kann. Im Hypnobirthing-Kurs erlernen die werdenden Eltern gezielt Selbsthypnose-Techniken, um während der Geburt zu entspannen. Die Techniken helfen unter anderem dabei, die Muskulatur zu entspannen und alles, was ablenkt, auszublenden. So kannst du entweder alleine oder auch gemeinsam mit deinem Partner aktiv einen Teil zu deiner entspannten Geburt beitragen. Und da auch diese Technik in der Schwangerschaft erlernt wird, seid ihr hier unabhängig von eurer Hebamme, sollte sie keine Hypnose-Techniken beherrschen. Wie du siehst, gibt es viele wichtige Punkte in der S3-Leitlinie, bei denen es hilfreich ist, auch als Gebärende darüber Bescheid zu wissen und bestimmte Dinge im Zweifelsfalle aktiv nachzufragen und einzufordern. Es gibt noch einige weitere wichtige Punkte in der neuen Leitlinie, auf die ich gerne eingehen möchte. Damit dieses Video aber nicht zu lang wird, behandle ich diese Themen in einem weiteren Video. Um noch mehr Mamas auf dieses wichtige Thema aufmerksam zu machen, gib diesem Video ein Like und teile es. Abonniere den Kanal und läute die Glocke, damit du das nächste Video zu den S3-Leitlinien und auch kein anderes Video mehr verpasst. Und hier habe ich außerdem 2 weitere Videos, die auch für dich interessant sein könnten. Bis zum nächsten Video. Deine Marie.